Anfangen mit etwas Neuem kann man jederzeit. Aber ein besonderer Zauber liegt immer am Jahresanfang. Und wie ich dieses Jahr diese Energie nutze, darum geht es heute. Mein Lebensgefährte hatte sich mit Mitte, Ende 20 das Ziel gesetzt, wenn ich 30 bin, fahre ich einen Porsche. Und er hat das Ziel erreicht. Zugegeben, das ist ein sehr klassisches Ziel. Dabei können Vorsätze und Ziele alles sein. Das kann sein, dass du nur noch 4 Tage die Woche arbeiten möchtest. Das kann sein, dass du deine Wohnung komplett minimalistisch gestalten willst. Das können aber auch sportliche oder gesundheitliche Ziele sein. Ich habe damals vom Sven sehr viel mitgenommen, denn wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, wenn er irgendwas wollte, dann hat er das einfach gemacht und er hatte auch keine Zweifel, dass das nicht funktioniert. Übertragen habe ich das tatsächlich sehr unbewusst, das ist mir erst vor kurzem klar geworden, und zwar, wenn es um meine Gesundheit geht. Ich habe vor 5 Jahren beschlossen, dass ich nicht mehr krank werde, keine Erkältung oder sonst irgendwas. Und das hat bis jetzt tadellos funktioniert. Also ich kann es adaptieren und lerne gerade, es ins richtige Leben zu übernehmen. Ich habe meinen Lebensgefährten damals beobachtet und habe viel gelernt, aber es hat eine Weile gedauert, bis es wirklich angekommen ist und in den Körper gesickert, um dass ich das jetzt übernehmen kann. Ich habe bereits letztes Jahr mit Vorsätzen und einer Jahresplanung gearbeitet, habe allerdings den Fehler gemacht, dass es zu detailliert war und der größte Fehler ever war, ich habe es nicht getrackt. Ich habe alles runtergeschrieben, habe alles gemacht und dann habe ich es aus den Augen verloren. Muss nicht sagen, dass der Rest des Jahres Freestyle war und da auch nicht so viele Ziele, die ich haben wollte, erreicht wurden. Wusstest du im Übrigen, dass Menschen, die sich ihre Ziele verschriftlichen, also notieren, diese eher erreichen? Dieses Jahr mache ich es etwas besser. Ich notiere mir meine Ziele und meine Vorsätze wieder, aber ich habe mir auch ein System gebaut, wie ich das Ganze tracken und im Auge behalten kann. Ich durfte letztes Jahr bei meinen Mentees ganz oft beobachten, dass es gar nicht um das Wissen geht, wo man denkt, daran liegt es, sondern das Wissen hat man meist sehr schnell und viele wissen sogar mehr, als sie glauben. Aber die Umsetzung, dieses Dranbleiben und der Aufbau von Gewohnheiten, das ist so der Knackpunkt. Egal, ob es jetzt darum geht, deine Ernährung umzustellen, ob es darum geht, etwas sportlich anders zu machen, sportliche Ziele zu erreichen oder keine Ahnung, einfach bloß ein minimalistisches Haus, eine Renovierung, doch ein neuer Job, dein Business anders aufbauen. Vollkommen egal was, es geht immer um Gewohnheiten und wie du dein Vorhaben umsetzt. Einer meiner größten Werte ist Freiheit. Und das war auch ein Punkt, warum letztes Jahr dann so ein bisschen schiefgegangen ist. Neben dem Tracking war einfach meine Planung zu detailliert und zu eng. Es hat mir quasi die Freiheit genommen, die Luft zum Atmen, die ich so sehr brauche. Für mich ist es absolut wichtig, dass ich mir eine Planung setze, aber nicht in zu engen Grenzen. Dass die jederzeit flexibel ist, ich Ziele, Vorsätze anpassen kann und ich so ein bisschen ausbrechen kann. Wenn ich in einem starren Rahmen funktionieren soll, funktioniere ich nicht. Also mein persönlicher Schlüssel ist die Balance zwischen Vorsatzplanung, Zielsetzung, aber auch einer gewissen Freiheit. Was an der Stelle richtig für dich ist, da darfst du einfach in dich reinhören. Es gibt Menschen, die brauchen es sehr detailliert, die brauchen es sehr geradlinig und sehr enge Grenzen. Und dann gibt es die wie ich, die brauchen maximale Freiheit. Das Problem ist an maximale Freiheit, ist sie zu frei, verlierst du einfach auch viel aus dem Blick. Deswegen einen gewissen Rahmen brauchen wir alle, die Enge bestimmst du. Wie bereits im letzten Jahr habe ich mich auch dieses Jahr wieder mit Lebensbereichen auseinandergesetzt. Ich habe sie unterteilt in Gesundheit, in Business und in Sozialleben. Und diese 3 Oberbereiche habe ich nochmal in 3 Unterpunkte gegliedert. Bei Gesundheit sind es Körper, Geist und Seele. Bei Business sind es Geld, Mission und Wachstum. Sozialleben, Freunde, Familie und Liebe. Dann habe ich mich für alle diese Bereiche gefragt, wie happy bin ich? Und habe das Ganze auf einer Skala von 1 bis 10 bewertet. Schließlich habe ich geschaut, was ist mir am wichtigsten, wo will ich am meisten erreichen. Und das muss nicht die kleinste Zahl sein. Da darfst du einfach schauen, was fühlt sich für dich so an, dass du sagst, da will ich unbedingt was ändern. Du siehst ja hier bei mir, dass ich bei Liebe eine 0 habe. Mein Lebensgefährte ist ja nicht mehr da. Und Freunde eine 7 und trotzdem konzentriere ich mich auf die Freunde, weil es mir gerade einfach viel wichtiger ist. Beim Körperlichen ist mir einfach aufgefallen, dass ich immer etwas unbeweglicher und steifer werde. Also für meine Verhältnisse, ich habe die sportartspezifische Muskulatur,
Aber die Beweglichkeit ist nicht mehr so, wie sie mal war, was vollkommen normal ist, wenn man älter wird. Auch wenn ich das für mich nicht wahrhaben will. Und deswegen steht bei mir Körper ganz vorne. Ich möchte es ganzheitlich angehen. Ich möchte ich möchte mich ganzheitlich frei im Körper fühlen, im Sinne von beweglicher, mobiler, aber auch die richtige Muskulatur stärken. Freunde, ich habe einen kleinen Freundeskreis, aber einen fantastischen. Aber wir sehen uns viel zu wenig. Und das ist etwas, was ich dieses Jahr gern ändern möchte. Und wie du siehst, habe ich auch Geld eingeringelt. Das liegt einfach daran, dass ich einiges aus meinem alten Business mitgenommen habe und da die Verteilung recht gefährlich ist, also dass sehr viel auf einem bestimmten Fuß steht. Und ich möchte das einfach so aufdröseln, dass ich mehr Sicherheiten habe, dass ich nicht abhängig bin von einem großen Auftraggeber oder irgendwelchen Verträgen, die jederzeit wegbrechen können, sondern dass das so aufgedröselt ist, dass ich für mich relativ entspannt sein kann. Als Selbstständiger ist man nie 100% entspannt, aber man kann es geschickter machen, als ich das gerade getan habe. Nachdem ich mir das einfach visualisiert habe, wo ich was verändern möchte, habe ich mir ein Google Doc geschnappt. Das habe ich einfach gewählt, weil ich da überall drauf Zugriff habe und habe in diesem Google Doc runtergeschrieben, was möchte ich in diesen Bereichen erreichen. Dabei habe ich Ziele gewählt, die mich schon stretchen, aber nicht überfuttern. Denn bei mir ist es auch so, werde ich überfuttert? Das ist so, ich erkläre es mit dem Süßigkeitenregal. Du hast Bock auf irgendwas Süßes, aber nichts Bestimmtes und dann stehst du vor dem Regal und es ist super viel. Und das ist so viel, dass du dann beschließt, gar nichts zu machen und nichts zu kaufen und gehst mit leeren Händen. Und genauso geht es mir auch, wenn da einfach zu viel steht oder zu groß ist. Ich denke, nein, keine Ahnung, was ich jetzt hier tun soll. Und dann fange ich an, nichts zu machen. Auch nicht die cleverste Wahl. Deswegen Ziele gewählt, die mich schon stretchen, wo ich mich schon lang machen muss, die mich aus der Komfortzone holen, aber die mich nicht überfordern. Mein Triathlon-Coach sagt immer, gemütliche Couch-Einheiten machen dich nicht besser. Und diesen schlauen Satz kannst du wunderbar ins richtige Leben übernehmen, denn Wachstum passiert immer dann, wenn es etwas ungemütlicher wird. Also raus aus der Komfortzone. Von diesen Think super big halte ich persönlich gar nichts, denn das ist bei mir totale Überforderung und dann denke ich, schaffe ich eh nicht und mach's gar nicht erst. Also da auch wieder hochindividuell. Bist du eher der Typ, stretchen ja, Überforderung nein, mach es genauso. Bist du der Typ, ich brauche mega große Ziele, damit ich in Bewegung komme, hol dir die Weltherrschaft. Achso, und in Google Docs habe ich mir auch noch notiert, was ich für Skills benötige, um meine Ziele zu erreichen. Also zum Beispiel Videocutting, damit der Kanal hier einfach besser wird. Soweit so gut, aber jetzt muss es auch im Auge behalten werden. Es ist schön, wenn man bis hierhin eine Planung hat, aber es bringt mir überhaupt nichts, wenn ich die jetzt gemacht habe, die verschwindet in der Schublade und der digitalen Welt und dann gucke ich nie wieder drauf. Deswegen habe ich mir in meinem Projektmanagement-Tool, ich nutze Upbase, einfach 2 wiederkehrende Aufgaben erstellt. Einmal das wöchentliche Ziel, wo ich am Wochenanfang reflektiere, wie ist die letzte Woche gelaufen und auch die Ziele bzw. die Schritte für diese Woche notiere. Und genau das gleiche Spiel habe ich für den ganzen Monat gemacht. Das ist als wiederkehrende Aufgabe, sodass ich es gar nicht vergessen kann. So, und damit war das schon fast abgeschlossen. Jetzt ging es direkt ans Eingemachte. Das heißt, ich habe mir für den Januar schon aufgeschrieben, was ich verändern will, was will ich besser machen, wo sind meine ersten Schritte. Und da habe ich für mich bewusst kleine Schritte ausgewählt, denn wählt man zu viel, und das Jahr hat nur mal 12 Monate und nicht bloß den Januar, also du musst nicht alles im Januar erledigen, wählt man einfach zu viel, ist die Energie sehr schnell verpufft und dann ist dieser typische Effekt des Neujahrsanfang, wo man Ende des Januars wieder komplett in alten Mustern ist und nichts umgesetzt hat. Deswegen wähle doch die Schritte lieber so, dass sie dich etwas, ja, fast langweilen, hätte ich gesagt. Also so, dass du das Gefühl hast, oh, ich muss mehr machen, aber du trotzdem Veränderungen hast. Aber dafür ist am Monatsende alles mehr Gewohnheit geworden. Du hast überall grüne Häkchen und kannst weitergehen, als dass du am Monatsende gesagt hast, war ein guter Versuch, die ersten 2 Wochen waren geil, nächstes Jahr wieder. Ich nutze für meine täglichen Gewohnheiten im Übrigen eine App, die heißt Habit Tracker. Ich finde sie super gut. Dort habe ich die kleinen Schritte, kann die mal abhaken und sehe dann auch direkt so eine Streak-Serie, was ich persönlich sehr motivierend finde, weil wenn da irgendwie eine Zahl steht von, keine Ahnung, 28 oder noch viel, viel mehr, dann ist das so, wow, jetzt lassen wir es auch nicht mehr abreißen. Das ist die Macht des Streaks. Für mich ist allerdings nichts in Stein gemeißelt. Ich behalte mir vor, jederzeit irgendwas zu ändern. Vielleicht habe ich im Juni auf das eine überhaupt keinen Bock mehr oder was anderes hat total Vorrang. Dann passe ich das auch wieder an. Aber so habe ich erstmal eine Struktur und segle nicht erstmal wild drauf los. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das Jahr entwickelt.
Ich werde auf jeden Fall Ende des Jahres schauen, was alles passiert ist, aber du wirst vorher wieder von mir hören.